oh, woher kommst du? China, oh, Vietnam, nee, Japan, bestimmt kommst du aus Japan oder Thailand. Kannst du mir nicht einfach eine Chance geben und mich als Menschen kennenlernen? Früher hatte ich ganz oft das Gefühl, dass ich zwischen den Kulturen stehe. Ich bin Lina, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Hannover. Ich bin Projektmitarbeiterin bei Arbeit und Leben Niedersachsen und baue in meiner Freizeit eine Online-Community mit anderen Deutsch-Asiatinnen auf. Mein Engagement für People of Color liegt mir deswegen so sehr am Herzen, weil das etwas ist, was mir früher immer gefehlt hat. Ich habe schon früh anti-asiatischen Rassismus erlebt. Als ich ein Kind war, war ich meistens praktisch die einzige Asiatin, also abgesehen von meiner Familie. Und das war schon immer so ein unterschwelliges Gefühl von Anderssein, von Fremdsein. Deswegen ist es mir ein Anliegen, eine Community aufzubauen, dass wir wissen, dass die Erfahrungen, die wir machen, nicht individuell sind, sondern strukturell. Ich hatte immer den Traum, dass ich in einer Gesellschaft leben kann, in der es ganz normal ist, dass wir unterschiedlich sind, dass wir verschiedene Backgrounds mitbringen. Bis ich irgendwie verstanden habe, vielleicht gibt es den Ort noch gar nicht, vielleicht müssen wir den selber gestalten. In unserer Online-Community treffen wir uns immer einmal im Monat zu einem Safer Space. Das heißt, dass da nur Menschen sind, die anti-asiatischen Rassismus erleben. Und da tauschen wir uns eigentlich zu allem Möglichen aus. Angefangen haben wir mit ganz kleinen Workshops, da waren wir irgendwie 20 Leute. Und jetzt sind wir irgendwie über 70, über 80 Leute. Wir machen das erst seit ein paar Monaten und jedes Mal kommen mehr Leute dazu. Und das ist jedes Mal wieder so ein Gänsehautmoment für mich. Wenn du Rassismus erlebst, dann mach dir bewusst, dass es nicht an dir liegt. Es liegt nicht an dir, dass sich diese Person so verhält, sondern am Rassismus in der anderen Person. Also Rassismus trifft mich schon immer persönlich. Es fing auch schon in der Schule ganz früh an, wenn ich Essen von zu Hause mitgebracht habe. Und es war natürlich für die anderen ganz fremdes Essen. Dann habe ich Kommentare bekommen wie, oh, das sieht aber komisch aus oder boah, dein Essen stinkt. Es war nicht böse gemeint, aber natürlich als Kind verunsichert das wahnsinnig. Das hat mir unterschwellig so das Gefühl gegeben, ich bin anders und alles, was ich möchte, ist doch nur dazuzugehören. Ich glaube, am meisten verletzen tun mich Aussagen, in denen die Kultur ins Lächerliche gezogen wird. Aber natürlich auch, wenn es darum geht, wie man aussieht. Weil das Dinge sind, die können wir nicht ändern. Wir sehen aus, wie wir aussehen und ich finde, jeder Mensch ist schön auf seine Art. Warum müssen wir anderen Leuten das Schönsein absprechen oder ihre Würde absprechen? Also mein Tipp, wenn man unsicher ist, aber neugierig ist, nicht als erste Frage stellen. Lern erstmal den Menschen kennen und wenn du selber das Gefühl hast, okay, der Person würde ich etwas über meine Familie erzählen, dann kannst du fragen. Wenn euch die Videos gefallen, abonniert den Kanal. Ich sage immer, ich bin deutsch, so, weil ich hier mein ganzes Leben gelebt habe. Deutsch ist meine dominante Sprache, aber ich weiß, dass für viele Deutsche ich nicht deutsch aussehe. Und deswegen sage ich auch oft, ich bin Deutsch-Asiatin, weil ich das Gefühl habe, dass Leute sich darunter mehr vorstellen können. Aber mein Wunsch ist es, dass ich wirklich irgendwann sagen kann, ich bin deutsch und es ist selbstverständlich. Meine Familie kommt ursprünglich aus China. Sie ist aber Anfang des 20. Jahrhunderts nach Vietnam geflohen. Und nach dem Vietnamkrieg sind sie nach Deutschland geflohen. Früher hatte ich ganz oft das Gefühl, dass ich zwischen den Kulturen stehe. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss entweder das eine oder das andere sein. Und es gab nie diese Kategorie für diese Vielfalt, dass ich beides in mir vereine. Für mich gibt es diese Kategorie jetzt und für viele andere eben auch, dadurch, dass wir diese Online-Community aufgebaut haben. Eine Seite von mir, die ich als chinesisch-vietnamesisch bezeichnen würde, ist mein Pragmatismus. Typisch deutsch bin ich, was so Arbeitshaltung angeht. Ich sage auch immer gerade heraus, was ich denke und was ich meine und das ist für Menschen in China manchmal ein bisschen irritierend, aber hier ist es ganz normal. Das erste Mal, dass ich richtig in China war und China richtig erlebt habe, war in meinem FSJ nach dem Abitur. Das war voll schön, China einfach kennenzulernen, weil ich vorher gar nicht wusste, okay, was stimmt denn eigentlich jetzt von den ganzen Stereotypen. Ich habe teilweise die Rassismen geglaubt, weil ich wusste ja nicht, wie es wirklich ist, weil dort leben 1,3 Milliarden Menschen, wie wir zu sagen, dass die alle gleich sind. Ja. Ich bin so dankbar dafür, dass ich da so eine ganz große Wertschätzung erfahren habe
und einen ganz großen Respekt einfach vor dieser unglaublich alten Kultur. Ich fühle mich so verbunden, das habe ich noch nie erlebt. Zu Achtsamkeit bin ich gekommen, als ich im Studium das erste Mal einen Yogakurs im Hochschulsport ausprobiert habe. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie aus der ersten Yogastunde rausgekommen bin und dachte so, wow, ich schwebe auf einer Wolke. Ich war in so einem Entspannungszustand, den ich vorher noch nie hatte. Und seitdem hat mich das ganze Thema Achtsamkeit nicht mal losgelassen. Ich habe eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Ich habe mit der Zeit auch immer mehr meditiert, habe ein 10-tägiges Schweige-Meditationsseminar gemacht. Es hat mir unglaublich viel Erdung gegeben auf eine Art, weil es eine Zeit war, in der ich gemerkt habe, ich brauche nichts zum Glücklichsein. Alles andere, was von außen kommt, ist für mich ein Bonus, aber alles, was ich brauche, habe ich schon in mir. Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt, dass er oder sie sich und anderen Menschen mit offenem Herzen begegnen kann. Dass wir wegkommen von dem Bewerten, von dem Beurteilen und mehr hinkommen zu dem sich öffnen, andere Menschen, andere Dinge einfach erstmal nur wahrzunehmen auf eine wertschätzende Art. Und das bedeutet aber auch genauso, dass wir uns selbst mit einer wertschätzenden, liebevollen Haltung sehen und uns annehmen auf die Art, wie wir eben sind und uns gegenseitig einfach gut tun können.